Und auch gleich ein Tennis. Gleich zu Beginn legt die Figur Wert auf Disziplin. So, jetzt die Chance eines Extrapunktes. Barbara Streisand. Auf Nummer 85, Mike Wimmer. Und jetzt probiert es gerade. First down für die Franken. Ein 16-Jahre-Touchdown auf der Nummer 7. Und da ist der Touchdown! Touchdown Knights! Ein 65 Jahre Touchdown auf der Nummer 1. Your Honor. Hier sind wir an einem ganz prominenten Tisch, ehemalige Spieler von den Franken Knights und sogar ein ehemaliger Vorstand. Stell dich mal ganz kurz vor. Ich bin der Hartmut Kahler aus Oberdachstetten. Okay. War in den ersten Jahren als Kassier tätig für die Rotenburg Knights und dann als zweiter Vorsitzender. In was für einem Jahr war das? 83, irgend sowas? Ja, so, na, die Anfangszeiten. Also ich habe es noch miterlebt, da war ich selber noch in der Jugend, ja. Ja, wo der Matthias angefangen hat, das Trainieren mit und da, das war die Zeit, wo die Knights angefangen haben. Ne? Genau. Da kommen wir gleich mal zum nächsten, zum Matthias. Matthias, du hast dich ja in 25 Jahren überhaupt nicht verändert. Ne? Danke Martin, danke. Ja. Wann hast du damals gespielt und wie lang? 83 bis 87, glaube ich, war es. Aber die Position, wo du gespielt hast, könntest du heute nicht mehr spielen mit der Figur, oder? Ja, ich habe ein wenig abgenommen. Genau, stimmt, ja. Was hast du gespielt? Nose Guard und Mittellinebacker. Okay. Und Kickoff-Team. Was hat sich verändert zum Football damals bei den Knights zu heute?
auf das Spiel heute bezogen oder allgemein? Allgemein. Es ist schon ein bisschen professioneller, muss man sagen. Damals, die Anfangszeiten waren schon noch sehr, ja... Viele Amerikaner auf dem Feld. Viele Amerikaner, okay, da habe ich jetzt kein Problem damit. War natürlich, ist klar, hast ja heute nicht mehr ganz so viel. Aber es war schon noch sehr in die Kinderschuhe gesteckt, muss man sagen. Das ist schon alles ein wenig besser geworden. Und so das Drumherum? Finde ich gut. Okay. Gefällt mir. Kommt gern daher. Also immer noch gern, ja. Okay. Wenn es möglich ist, ja. Alles klar, jetzt wollen wir euch nicht mehr länger stören, nicht dass es kalt wird. Viel Spaß noch. Danke. Jetzt haben wir hier zwei hübsche Damen bei uns am Mikrofon. Was sagt ihr denn zum Footballspiel? Ja, super bis jetzt. Ja, okay. Ja. Schon was mitgekriegt vom Spielstand? Und so? Selbstverständlich. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es muss über 40 sein oder so, glaube ich. Ne? So also gut informiert. Ja. Okay. Seid ihr öfters beim Football? Ja, eigentlich jedes Heimspiel. Und ich weiß von dir, Sandra, dass du ja nicht nur die Franken Knights besuchst, sondern auch in ganz Deutschland rumfährst und Footballspiele anschaust. Wie kommt es dazu, dass du so ein Football-Fan bist? Es hat angefangen vor 3-4 Jahren, da waren wir mal hier, mein Schwager war Sponsor und dann haben wir das angeschaut und es ist eigentlich schon wie Schach, ne? Kann man schon sagen, und es ist eigentlich ein interessanter Sport und seitdem sind wir jetzt eigentlich immer dabei. Und wie findet ihr die Atmosphäre hier im Stadion? Ist das was euch richtig gut taugt? Ja. Ja? Ja, kann man schon sagen. Gute Stimmung? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und man wundert sich, dass bei so einem Wetter trotzdem so viele Zuschauer da sind, gell? Ja, natürlich, aber ich sag mal, wenn man gerne Football schaut oder man weiß, okay, man kann jetzt in die erste Liga aufsteigen, dann schaut man halt auch gern bei Regen. Egal, ne? Ja. Okay, viel Spaß noch. Ja, und wie sagt man noch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur Leute, die schlecht angezogen sind. Stimmt auch, sind wir alle nett. Tja, Dirk, besonderer Gast hier in Rodenburg, ja, Radiomoderator. Was treibt dich zum American Football hier nach Rodenburg? Wir sind in der Zwischenzeit seit 3 Jahren jetzt Partner der Franken Knights und deswegen machen wir das sehr, sehr gerne, schauen uns gerne die Spiele an und außerdem bin ich selber ein wenig Football-Fan, bin auch Dallas Cowboys und die ja momentan nicht ganz so toll gespielt haben letzte Saison. Was sagst du den Franken Knights die letzten 3 Jahre? Ja, da war ja alles mit dabei. Also ich erinnere mich an das Munich Cowboys-Spiel zum Beispiel, eine ganz, ganz bittere Nummer. Ich weiß, da denkst du auch nicht so ganz dran zurück. Aber unterm Strich eigentlich immer der Weg nach oben, die ganze Zeit, hat richtig Laune gemacht und von daher, ja, und jetzt sind wir ja eigentlich so gut wie durch in der Saison, würde ich zumindest mal sagen. Denke ich auch, ja. Momentan. Schaut gut aus. Was sagst du zur Stimmung hier? Ja, ist natürlich immer geil. Also der Mann da oben mit seiner Trommel zum Beispiel steht. Und vor allem das Tolle ist, dass es so familiär ist. Ne? Dass alles so miteinander schön arbeiten. Da gibt es die selbstgemachten Kuchen und lecker was zu essen. Okay. Schnitzel-Sandwiches und so. Das ist eine richtig geile Nummer, ja, auf jeden Fall. Und du bist ganz neu beim Football? Von mir bekommst du keine professionelle Meinung. Mein erstes Mal, super schön. Also ernsthaft, ich habe mich mehr so treiben lassen. Ich gehöre auch zum Radio Galaxy Team. Ich habe immer die Berichterstattung on air. Und jetzt dachte ich mir, muss es mal anschauen. Großartig. Und ist super, ja, gute Stimmung? Super schön. Wie gesagt, auch echt familiär. Also von klein bis groß, super gemischtes Publikum. Und die Musik ist großartig. Die Mädels sind großartig, die hier Stimmung machen. Sehr schön. Ganz, du weißt aber auch, dass hier ein Footballspiel stattfindet, nicht nur das drumherum? Ich weiß. Ich habe mir auch schon fleißig die Regeln erklären lassen. Ich bin gerade so dabei, es zu verstehen. Ich gebe mir Mühe. Also klar, beim ersten Mal ist es sicher noch ein bisschen undurchsichtig alles, aber gefällt mir gut. Sehr schön. Danke fürs Interview. Let's go! Bei mir ist hier jetzt der Markus Fritz. Markus, du spielst Safety in der Defense, ist das richtig? Ja, genau, auch Corner, egal, überall, wo mich der Coach braucht. So ein kleiner Eindruck zum Spiel heute, wie war's? Ja, Weinheim war halt sehr geschwächt, deswegen kam halt nicht so viel von denen und Defense war halt gut, wir haben nicht viel zugelassen, diszipliniert gespielt, was der Coach von uns wollte und ja, ich habe heute noch eine Interception gefangen, ein bisschen zurückgetragen, bin ganz zufrieden heute, ja. Ja, könnte auch sein, finde ich, war ein gutes Spiel heute. Und du bist aus Ulm, also gehörst du auch zu den Spielern, die von weiter weg kommen. Und auch an dich die Frage, warum hast du dich für die Franken Knights entschieden? Ja, also das Programm hier ist schon überzeugend auf jeden Fall mit den Coaches dieses Jahr. Gerade der Coach Daniel Koch in der Defense, den habe ich halt schon seit den Ulmer Tagen in der Jugend gehabt. Und mit dem bin ich eigentlich schon von Königsbrunn nach Rothenburg
und mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Aber eigentlich wollen wir schon hier bleiben, uns gefällt es hier sehr gut. Das Team ist gut, Stimmung im Team ist gut. Ja, so. Das Wetter war ja heute leider nicht so toll. Hat es irgendwelche Auswirkungen gehabt auf die Spieler, aufs Spiel? Gerade für uns in der Defense ist es immer von Vorteil, wenn es regnet. Der Angriff vom Gegner kann nicht so viel werfen. Und ja, macht es halt einfacher für die Defense, den Ball zu bekommen. So, prinzipiell. Okay, danke, das war's schon. Viel Glück fürs nächste Spiel. Ciao. Okay, here I have now the two coaches of the teams, Mr. Jenkins and Mr. Sean Bayer. McBrayer. Okay, sorry. First of all, question for you. How did you manage to motivate your team today? Because I think you were sure that this was going to be a tough game. So where did you take motivation from? Well, we knew we were shorthanded. We only had 25 guys coming down, and a couple of those were already hurt. Just because this week was bad for us. Saturday games are bad, and we had a lot of guys on vacation. But that's no excuse. We still got to play the game. We still got to play hard. We watched 300 on the way down on the bus. Yeah, so kind of to motivate that we're a small number against a bigger group. Yeah. And so we tried that. I mean, the best you can do is just tell the guys to play hard, play with pride. Mm-hmm. So you experienced a decrease in performance because you played higher league last season, right? Yeah, last year we were in the first league. That's correct. And last year we're pretty much in a rebuilding program right now. Last year we lost a lot of starters. This year we've got a lot of rookies trying to fill in for those starters. And yeah, we're trying to rebuild. Hopefully keep our place in the second league, and then we can build on that for next year. Okay, so where do you see your team this season? This season, I'm hoping our goal right now. We got 4 games left. We want to win at least 2 of those. We want to go 2-2 for the rest of the way, and keep our place in the second league. Okay, then good luck for that, and thank you. Thank you. Mr. Jenkins, what were the highlights of the game for you today? Well, I think just the way our team kind of played together as a unit. We were kind of running the ball quite a bit today. I really wanted to, establish the run, and we did that. But I think the way the guys kind of stay together is the highlight for me. I like coaching. I like this group of guys because they really play together and they have fun. And so in all phases, I felt like they were all together as a unit, playing and competing. So it was just a special day for me. You even did better today than you did in the last game, where you won 55-0, I think. So did you take the Longhorns serious as an opponent at all? I take every team serious because any given day a team can come in there and beat you. And so I always get worried when we're playing any opponent, and especially about this team that's been struggling, because they're going to win and they're going to turn it around eventually. And so I think they're most dangerous that way because anything can happen. I mean, they can have trick plays. We can kind of be so worried about doing so well if we don't prepare right. So it's always important to let the guys know that at any given day, any team can beat us. And so preparing for them made me more think about the plays and how we're going to practice during the week. Your next opponent is? We have the Baden Greifs next week. Do you know anything about them yet? Yes, we played them early in the year. They played us really tough. The quarterback did really well against us. So he is a threat. He's one of the highest rated passers right now in the second division. He's up there in the top 3, I think. So I know they have some powers. They struggled last week, I think, against Kirchdorf. I think they played them. But it was raining a lot, and they're a passing team, so the rain hurts them a little bit. But I feel like they're going to come in here. The weather's going to be. We're going to go there. The weather's nice, and so I think we'll see their best game, and so we got to be at our best. Okay, good luck for that. Thank you. Thank you. Wie fandest du denn das Spiel heute aus der Defense-Sicht? Ja, kann man natürlich zufrieden sein. Wir haben dem Gegner, glaube ich, wenig erlaubt auf dem Spielfeld. Also wir haben keine Punkte zugelassen. Der Gegner hat kaum First Downs gemacht. Da kann man eigentlich nur zufrieden sein. Wo sahst du es, die Schwächen vom Gegner besonders stark?
Ja gut, ich glaube, Weinheim hatte einfach das Problem, die sind heute mit einem relativ dezimierten Kader angereist, das hat man schon gesehen. Ihr Stamm-Quarterback hat heute nicht gespielt, da mussten sie dann aushelfen und das hat man schon gemerkt, dass das mehr eine Notoption war und nicht ja, wirklich eine Stärke oder ein tatsächlich gleichwertiger Ersatz. Das hat es uns ein bisschen leichter gemacht, dass das Laufspieler gefehlt hat. Sie hatten sehr viele Leute, die mussten beide Wege gehen, Offense und Defense spielen und ja, also man muss einfach sagen, ich glaube, Weinheim war uns heute insgesamt einfach nicht ganz gewachsen. Wo geht's als nächstes hin? Ja, nächste Woche Sonntag haben wir das Spiel in Karlsruhe gegen die Badener Greifs. Das war unser erster Gegner der Saison auch. Damals war das Spiel noch recht knapp. Und das war hier das Heimspiel. Das heißt, wir fahren jetzt nach Karlsruhe. Ich selber bin davon überzeugt, dass wir uns über die Saison aber gesteigert haben. Und ich denke, dass wir diesmal einen deutlicheren Sieg erzielen können. Und ja, gehe ich davon aus, dass wir aus Karlsruhe auch mit einem Sieg zurückkommen. Okay, dann hoffen wir, dass da das Wetter besser ist. Und danke fürs Interview. Ja, danke. So, Daniels, du spielst Running Back. Genau. Wie fandest du das Spiel heute? Zufrieden? Also ja, ich meine, wir haben 3 Running Backs, jeder hat eine Spielzeit voneinander bekommen. War echt in Ordnung. Ich habe viel in der Defense auch rausgeholfen. Ich meine, und das war eigentlich gut für die neuen Spieler heute das Spiel, um ein bisschen in die Spielsituation reinzukommen. Also ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Und wie lange spielst du eigentlich schon Football? Also ich spiele Football seit meinem 5. oder 6. Lebensjahr, auch bei den Knights. Nie woanders gespielt. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, wie hältst du dich eigentlich so fit? Machst du sonst noch irgendwas? Oder? Also ich gehe zurzeit viel laufen. Ich hatte mal 110 Kilo, musste abnehmen, hat der Coach gesagt. Und ja, es ist zum Vorteil, ich bin schneller, ja, habe zwar trotzdem noch die Kraft, aber das ist doch so besser, ein wenig Kilo drauf haben. Kraftsport machst du auch oder nur? Also in der Offseason halt ein bisschen trainieren, Krafttraining und so. Aber so also während der Saison ist halt mehr Laufen, dann Plays, Meetings und ja. Bist du auch regelmäßig dabei bei allem? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Und nächstes Spiel ist gegen die Badener Greifs? Genau, also die Mannschaft ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber ich denke, wenn wir so weiterspielen wie heute, diszipliniert, dann gehen wir gut durch die Saison. Ja, das glaube ich auch. Das kriegt ihr hin. Dankeschön.